Was ist schlimmer, Brust- oder Hodenkrebs? Bekomme ich von dem Zug an einer Zigarette schon gleich Lungenkrebs? Diese und weitere Fragen haben wir aus dem Internet zusammengetragen und anlässlich des Weltkrebstages unseren Expertinnen und Experten gestellt. Hier sind ihre Antworten. Krebserkrankungen, die durch Viren hervorgerufen werden. Der Eierstockkrebs, nein, können wir das nochmal? Also nochmal. Nee, das sollte ich auch nicht sagen. Bitte von unten nach oben. Gibt es wirklich ein Heilmittel gegen Krebs, das geheim gehalten oder versteckt wird? Nein, ja, das kann man, glaube ich, so beantworten. I wish that was true. Wenn es das gäbe, würde jemand damit sehr viel Geld verdienen und wäre sehr dumm, wenn er es einsperren würde. Und es gibt immer wieder diese Mythen, dass die Pharmaindustrie längst das Heilmittel gegen Krebs gefunden hat. Das ist leider nicht so. Wenn das so wäre, dann glaube ich, würde jeder Arzt auf dieser Welt das dankend das Medikament an alle Patienten weitergeben. Und wir sind selber frustriert, wenn wir einen Patienten verlieren. David Bowie, Patrick Swayze und Co. Warum starben so viele Prominente an Krebs? Ganz einfach, was die Leute interessiert hat. Ja. Ich denke, das hat wahrscheinlich viele Ebenen. So either these guys partied super hard. Das andere ist wahrscheinlich einfach Zufall, oder sie haben eine familiäre Belastung, von der wir nichts wissen. Ich denke, eine Hauptursache ist sicher, dass viele Prominente gerne Party machen und dementsprechend auch mit den Risikofaktoren in Berührung kommen. Wenn wir alle Wissenschaftler in einen Raum einsperren und ihnen sagen, sie sollen ein Heilmittel gegen Krebs erfinden, wie lange müssten wir warten, bis sie ein Medikament erfunden hätten? Ja, man hat es jetzt an der Covid-Pandemie gesehen, dass wenn so Joint Forces passieren und wirklich ganz, ganz viele Wissenschaftler an einem Projekt arbeiten, dass es dann viel, viel schneller gehen kann. Nichtsdestotrotz, so eine Entwicklung braucht Zeit, so ein Medikament 10, 15 Jahre, bis es dann wirklich in der Klinik angekommen ist. Ob man viele Wissenschaftler in den Raum einsperren sollte, um das Problem zu lösen, würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt besser macht. Kann unser Körper Krebs allein bekämpfen? Sehr gute Frage. Der Körper hat in der Tat ganz viele Möglichkeiten, gegen entartete Zellen vorzugehen. Und deshalb ist auch zum Glück kriegen wir aus genau diesem Grund nicht alle Krebs, weil in jedem von uns entarten andauernd Zellen. Aber das Immunsystem, das da eine ganz wichtige Rolle spielt, erkennt diese entarteten Zellen und räumt sie ab in den allermeisten Fällen. Und nur dann, wenn das Immunsystem quasi versagt und seinen Job nicht mehr machen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es zur Entstehung von Krebs kommen. Deswegen sind Interaktionen von außen, auch manchmal nur zum Beispiel um das Immunsystem selber zu steigern oder ihn wieder in Gang zu setzen, notwendig. Der Körper hat sehr viele Heilungskräfte und die machen wir uns natürlich auch zunutze in der Behandlung. Was ist schlimmer? Brustkrebs oder Hodenkrebs? Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. das kann man so nicht pauschalisieren. Brustkrebs und Hodenkrebs sind natürlich schlimme Krebsdiagnosen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, könnte ich es mir aussuchen, hätte ich lieber Brustkrebs als alle anderen Arten von Krebs, weil sowohl Brustkrebs als auch Hoden- oder Prostatakrebs sind im Normalfall sehr gut operabel und das Schlimme ist, wenn der Krebs dann streut, aber wenn man diese Art von Krebs früh genug erkennt, dann kann man das normalerweise ziemlich gut operieren. Ich glaube, man kann nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Beides ist nicht gut. Ja? Kann man sich mit Krebs anstecken wie mit einer Erkältung? Nein. Die Frage kann ich definitiv mit Nein beantworten. Das kann man natürlich nicht. Also Krebs ist in der Regel nicht ansteckend und man muss sich da auch keine Sorgen machen, wenn man mit jemand engen Kontakt hat, der an Krebs erkrankt ist. Die Erkrankung wird nicht übertragen und ist nicht ansteckend. Bekomme ich von einem Zug an der Zigarette gleich Krebs? Auch hier ist wieder, die Dosis macht das Gift, beziehungsweise die Dosis erhöht das Risiko. Also wenn man irgendwie als Jugendlicher mal ein Jahr geraucht hat, dann kann man schon
später im Leben irgendwann mal Krebs bekommen. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Und es gibt auf der anderen Seite auch Personen, die 40 Jahre lang Kettenraucher waren und wo überhaupt keinen Lungenkrebs kriegen, sondern dann zum Zeitpunkt des Todes die Lunge noch tipptopp aussieht. Aber der eine Zug ist, glaube ich, unbedenklich. Trotzdem nicht rauchen. Rauchen ist schlecht. Es gibt viele Wege, Krankheiten zu heilen. Auf keinen Fall würde ich Chemo nehmen. Die meisten sterben an der Behandlung und nicht am Krebs. Ja, also da muss man sagen, da sind einige Fehler drin in dieser Aussage. Ist ja keine wirkliche Frage, sondern mehrere Aussagen. Die Chemotherapie als eine Behandlungsoption, und man muss sagen, die Chemotherapie ist eigentlich viel besser als ihr Ruf. Es war das Erste, was man machen konnte, um Patienten mit Krebs zu behandeln. Und ganz viele Menschen wurden dadurch geheilt und die sind davor verstorben. Es gibt erstmal sehr, sehr viele verschiedene Chemotherapien. So, Chemotherapie ist nicht gleich Chemotherapie. Und zum anderen gibt es mittlerweile auch sehr viele Begleitmedikamente, um diese Chemotherapie auch verträglicher zu machen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr heftige und einschränkende Therapie. Aber was ist die Konsequenz, wenn man keine Therapie wählt? Häufig ist es leider bei Krebserkrankungen der Tod. Habt ihr noch Fragen rund um das Thema Krebs? Dann schreibt sie uns in die Kommentare.